So, da sind wir wieder. Kleinen Livestream. Geht auch gleich los. Ich denke mal so in 2-3 Minuten. Müssen wir, denke ich mal, hier ein bisschen den Ton runterstellen und die Musik. So. Ja, werden ein bisschen Serie 12 fahren. Hoffen wir mal, dass wir noch. Ja, eine legendäre wäre gut. Noch 2 legendäre wären super. Dann machen wir die auch auf. Und wenn nicht, ja, zur Not nochmal 2 Platin. Das ist das Einzige, was im Moment rauskommt. Viele Rennen gemacht die letzten Tage. Allerdings nicht unbedingt das, was ich suche, und zwar legendäre Kisten. Kommt nur Platin raus und jede Menge Goldkisten. Werde ich dann mal in dem nächsten Video auch einblenden. Habe sie nämlich alle aufgenommen. Soweit haben wir ein bisschen Setup geändert. Wir fahren nicht mehr mit Spirit wie vorher. Werden wir gleich nochmal dazu kommen, wenn wir mal in das Rennen gehen gleich. Habt ihr schon Qualifying gemacht? Ich warte da noch lieber auf morgen oder übermorgen. Q2 oder Q3 reinspringen. Haben wir ja letzte Woche gesehen, dass das definitiv besser war. Hatten da nicht so viele Leute drin. Wie gesagt, hatten wir Finalrunde mit 30 Leuten. Das war super. Das war echt super. Ja, gehen wir mal in das Rennen rein. Vielleicht füllt sich das hier noch ein bisschen. Werden noch ein paar mehr Leute. Ja, wir fahren mal ein paar Runden und hoffen natürlich auf eine legendäre Kiste. Gegner Matchmaking ist ein bisschen komisch im Moment. Ich habe immer so plus, minus 150 Teampunkte mehr oder weniger. Ist halt echt ein bisschen komisch im Moment. Hi. Deshalb, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch irgendwie so komisches Matchmaking? Oder bin ich da allein betroffen? Oh, Singapur, regnet. Wunderbar. So, los geht's. Sehr schön von Lando. Oh, das ist sogar Max Verstappen. Wahnsinn. Max Verstappen macht da hier den besseren Start als Lando. Wir nutzen natürlich im Moment Norris wegen dem 10% Buff. Haben ihn auf 5. So, gehen jetzt hier runter vom Gas. Versuchen noch auf Verteidigung eventuell Platz 8 zu machen und Platz 11. Ist aber gut. Lando verliert wieder den Platz. Alles gut. Alles entspannt. Fahren wie gehabt in Singapur eine 3-4 und eine 4-3. Wie immer. Versuchen ein paar Plätze zu machen auf den Geraden. Ihr seht selber, trotz Boost ist Lando Norris nicht vor unseren Max Verstappen. Max Verstappen ist übrigens auch auf 5. Und beide Fahrer auf 5. Aber weil Lando ja den 10% Buff hat, sollte er dann so gesehen natürlich dann auf 7 sein, wegen 10%. Das sind ja 2 Stufen höher. Können hier noch ein bisschen Gas geben mit Max.
Ja, erzählt mal, wie läuft es bei euch? Habt ihr das Qualifying schon gemacht, das Warm-up-Quali hier für den Grand Prix dieses Wochenende? Wenn ja, hoffe ich natürlich für euch, dass ihr erfolgreich wart und dass ihr es überstanden habt. Ich springe, wie gesagt, in Q2 oder in Q3, das werde ich dann morgen auch nochmal sehen, aber heute springe ich auf gar keinen Fall rein. Wir hatten ja letzte Woche, sind wir in Q3 reingesprungen und das war ja ziemlich gut, ziemlich erfolgreich. Waren wir dort und hatten dann im Finale, wie schon gesagt, nur 30 Leute. War ziemlich gut. Bin trotzdem nur Platz 26 geworden. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, sind die Jungs. Haben wir ja auch schon gesagt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut mal in meinem Channel rein. Ihr habt da genug Auswahl. Viele Videos sind da drin. Natürlich nicht zu vergessen, den Kanal zu abonnieren und mir auch ein Like dazulassen. Sehr, sehr gut. So, Max Verstappen kommt jetzt in die Box. Ihr seht, wir werden auch nicht von irgendjemandem gestört, sind ganz alleine in der Box. Das ist sehr, sehr schön. Unser Gegner hat leider viel, viel weniger Teampunkte wie wir und fährt auch dadurch dann halt auch mit seinem Max Verstappen da leider auch nur auf Platz 21. So, Lando kommt jetzt auch rein die Runde. Daniel Ricciardo habe ich auch auf 5, glaube ich. Allerdings ist er nicht besser wie Max Verstappen in dem Punkt, also benutze ich ihn im Moment auch nicht. Fahre ich da mit Lando Norris und mit Max Verstappen. So werde ich diese Woche jetzt auch fahren, werde auch in dem Grand Prix so fahren, denke ich mal. Ja, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, deshalb macht, damit wir ein bisschen quatschen können. Also seid nicht schüchtern. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt raus. Können über alles quatschen hier. Ah, habt ihr das gesehen? Da hat uns noch unser Rival hier gestört bei der Ausfahrt. Versuchen ihn jetzt hier auf der Strecke zu überholen. Guck mal. Easy win. Hoffen auf das nächste Rennen, dass da vielleicht irgendein starker kommt. Das wäre gut. Mit über 1600 Punkten wäre schön. Dann können wir mal Gas geben. Ja? Danke fürs Einschalten an alle. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir können. Lando Norris hat jetzt mal die komplette Runde Vollgas gegeben, wie wir auch gesehen haben. Und ja, wir machen hier keine Plätze. Es ist im Regen, ne? Da ist schon der erste. Jonathan Klingel, spiele noch nicht so lang. Ist halb so wild, alles gut. Wieso machst du immer diese Gaps? Ja, die Gaps sind natürlich gut. Dadurch tust du halt eine komplett neue Struktur, ne, in die Rennstrecke reinbringen. Wenn du den Gegner hinter dir daran hinderst, dich zu überholen und dem Vordermann aber genug Platz lässt, dann so gesehen überholen. Ja, und du hast dann auch reichlich mehr Platz. Bei Regen ist das jetzt nicht so unbedingt wichtig, bin ich ehrlich. Da kann man auch auf regulär fahren, aber bei trockener Fahrbahn ist das definitiv sehr, sehr wichtig, Gaps aufzumachen, damit du halt auch dann die Chance hast, den Vordermann zu überholen. Und natürlich, du brauchst hinter dir Platz, ja, um zu überholen. Dann kannst du mit Schwung überholen. Deshalb sieht man ja auch in der richtigen Formel 1. Gaps öffnen, ja, wenn dann hier der Teamchef sagt, ey, ne, ein bisschen auf Verteidigen gehen. Ja, das ist immer gut, den Gegner hinter dir auf Verteidigen ein bisschen wegzupressen, damit du dann halt auch die Chance hast zu überholen. So, easy Race, war wirklich ganz leicht, Platz 9 und Platz 12. Wie schon gesagt, Matchmaking ist ein bisschen komisch. Wir haben hier teilweise Leute, die haben 150 Punkte mehr oder 150 Punkte weniger. Ich habe gestern jemanden erwischt, der hatte knapp 1700 Punkte, also der hatte fast 150 Punkte mehr wie ich. Und ja, natürlich mit Boost, war auch ein Live-Spieler. Ist ziemlich geil. Ich hoffe, dass wir jetzt jemanden so vielleicht im nächsten Rennen, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, Jonathan, gerne, gerne. Leider nur wieder eine grüne Kiste bekommen. Also die Kisten, das ist schrecklich. Ich habe jetzt so um die 70, 80 Rennen gemacht seit Montag. Ja, ein bisschen weniger, sagen wir mal 50 bis 60. Und ja, sehr, sehr schade, dass da einfach so viele grüne Kisten, Wahnsinn, wirklich.
So, Kiste, das war's jetzt auch hier. Grüne Kiste. Ja, die bringen mir wenig, aber wir müssen die trotzdem aufmachen. Auch den Gürtel jetzt mal langsam frei kriegen. Ja, hoffen wir, dass wir Ende des Monats vielleicht ein bisschen näher dran sind. Dann haben wir den Güterhandel offen, dann können wir mit viel Glück dann auch unsere Parts dann eventuell dann eintauschen, was wir auch brauchen. Wir brauchen natürlich die epischen Teile und nicht die blauen Teile. Wieder ein Gegner mit, schaut euch das an, 1393. Ja, wie schon gesagt, das Matchmaking ist ein bisschen komisch, aber ich bin auch der Meinung, das liegt ja auch an den Flaggen. Also wenn ihr jetzt sagen wir mal 800 Teampunkte habt, aber ihr habt 16.080 Flaggen, dann ist das ein bisschen zu schnell, dann wart ihr ein bisschen zu schnell. Und das ist dann natürlich auch nicht gut für euch, weil dann erwischt ihr halt so Gegner wie zum Beispiel jetzt bei mir, mit hohen Teampunkten und dann ist es auch natürlich ein bisschen schwer zu gewinnen, ja. Mir tut das auch leid für die Leute, aber die sind ja selber schuld. So, wir fahren hier Frankreich. Wir fahren mit Lando fahren wir auf Soft raus und mit Verstappen gehen wir auf Hard. Werden mit Lando Norris eine Zwei-Box-Strategie fahren und mit Max Verstappen werden wir eine Ein-Box-Strategie machen. Gleich einer meiner Strecken. Und los geht's. Wir pushen am Anfang, gehen noch ein bisschen auf Aufnahme, gucken uns mal an hier, wie sich hier Lando Norris jetzt macht. Ich hoffe, dass wir einen guten Start kriegen hier. Ja, werden da sehr gestört hier vom Alpha und von den Williams hier vorne. Sorry, Alpine, sorry, nicht Williams. Wir gehen mal runter hier mit Max. Allerdings hat Lando Norris nicht das gemacht, was wir wollten. Gucken uns mal an, was wir vor uns hier haben. Zweimal auf Hard, dann Medium, ganz viele Leute. Also die müssen wir eigentlich überholen. Wenn nicht, dann ja, haben wir halt ein kleines Problem. Machen wir einen Undercut auf die. Und Lando Norris hat schon mal 2 Positionen gemacht. Das ist gut. Das ist auch ein bisschen, um zu testen hier. Wir wollen ja mal sehen, was Lando Norris kann mit dem 10% Buff. Wie gesagt, ein 10% Buff ist 2 Stufen höher. Ich habe Lando Norris auf 5. Das heißt, er ist jetzt auf 7, so gesehen, mit dem Buff. Und ja, da müsste eigentlich schon einiges kommen. Ah, da hatten wir kurz Esteban Ocon überholt gehabt. Der hat uns aber dann wieder zurückfallen lassen. Also ihr seht selber, es ist nicht so leicht. Sind aber trotzdem jetzt auf P10. So, wir gehen jetzt in die Box mit Lando. Fahren mit Lando Norris eine 2-3-3. Eine 3-3-2 kann ich nur empfehlen, wenn wir uns auch ab Position 7, also 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, da kann man 3-3-2 fahren. Alles, was über 7 ist oder sogar 6, 7, alles, was so da drüber ist, muss man dann halt auch gucken, wie man dann halt fährt. Allerdings bin ich da der Meinung, dass eine 2-3-3 in der Platzierung da viel, also 10 bis Platz 15. Alles, was dahinter auch ist, bitte eine 4-4 fahren. Ja, einer dann auf Medium und einer auf Hard hier in Frankreich. Ist nicht so leicht der Circuit, allerdings mit der richtigen Strategie und mit den richtigen Reifen müsstet ihr euch keine Gedanken machen, auch hier Siege nach Hause zu fahren. Gehen mit Lando, sehr schön, kommt jetzt auch da schön wieder ins Mittelfeld herein. Gehen hier runter vom Gas. Hier gehen wir auf Regulär. Max Verstappen geht wieder auf Hard raus. Haben genug Platz nach hinten, das heißt, wir können jetzt auch wieder den Gap eventuell versuchen, ein bisschen weiter aufzumachen. Haben hinter uns auch hier Valtteri Bottas auf Hard. So, und da lassen wir das jetzt erstmal und blocken. Hier ein bisschen, damit wir auch genug Platz nach vorne haben, um in die Boxengasse einzukommen. Ja? So, jetzt hier auf regulär. Haben genug Platz nach vorne mit Max Verstappen, seht ihr selber. Werden nicht gestört, in die Boxengasse reinzufahren. Kann hier Gas geben, sehr schön. Kommt jetzt auch in der Runde rein. Pitten wir dann auch, reparieren das Fahrzeug. Kommt. Und dann gehen wir 3 Runden auf Vollgas auf Medium. Max Verstappen ist auf Platz 16 rausgekommen, auch sehr gut. Kann jetzt auch bis Ende durchfahren. Müssen jetzt mal gucken, was haben wir hinter uns. Einen auf Medium, der muss aber tanken, den halten wir jetzt mal ein bisschen ab, fahren mal ein bisschen auf Verteidigung. So, Lando Norris hat mich ein bisschen zu viel Gas gegeben, habe da jetzt gerade nicht drauf geachtet. Allerdings passt das noch. Der 10% Buff, der ist schon geil. Also, wenn ihr Lando Norris habt, Leute, bitte einsetzen, auch für den Grand Prix. Egal, auf was für
Also Lando kommt jetzt raus. Hinteren Max Verstappen, das ist gut. Wir gehen mit Max Verstappen wieder auf Lando Norris mit Team Order passieren. Geben jetzt hier Gas. Versuchen ihn auf der Geraden zu überholen. Perfekt, so stören wir Max Verstappen auch nicht, sodass er auch keine Position verliert da hinten. Ich gehe mal wieder auf die Vogelperspektive. So, hinter uns jetzt der Gegner hier auf Softs. Der fährt noch eine Runde. Wir gehen auf regulär, versuchen ihn ein bisschen zu stören. Hoffen, dass er uns nicht überholt. Ah, schon zu spät. Natürlich auch Lando Norris hier auf Softs. So, sehr gut. Letzten 2 Runden. Können mit Max jetzt auch hier Gas geben für die letzten 2 Runden. Ja, hier Platz 12. Hier Lando Norris sollte jetzt einiges nochmal an Plätze machen. Ihr seht selber, es kommen noch viele Leute in die Box. Und die machen wir jetzt alle hier, machen wir alle frisch. Mit beiden Fahrern, ich hoffe, in der Top 10 sein. Ah, nicht ganz. Lando Norris jetzt, Platz 9, sehr schön. Ah, für Max Verstappen wird es gar nicht so leicht. Wir haben hier 3 Leute auf Softs vor uns. Geben unser Bestes hier. Vollgas. So. Lando Norris, eventuell sogar noch Platz 8 könnten wir machen. Der ist auf Hard vor uns hier. Das ist Valtteri Bottas. Jawohl. Haben wir geklärt. Sehr schön. Platz 8 und Platz 13. Wenn man kann, natürlich Boost in den Grand Prix. Da fährt derjenige dann nicht auf Hard, sondern auf Medium mit Boosts, mit besserem Reifenverbrauch und dann kann man da 4-4 auf Medium fahren, was natürlich auch viel, viel besser ist. Macht man nochmal einige Sekunden besser, macht man nochmal einige Sekunden gut und dann kann man auch in Frankreich jetzt aktuell mit meinem Setup über 30 Punkte fahren. Ja. Ah, eine Goldkiste. Schaut euch das an. Ja, wie schon gesagt, ich bin ziemlich genervt von den Goldkisten und von den grünen Kisten aktuell. Gegner fährt mit Russell und mit Norris 5 und 3. Setup Claw benutzt er anstatt True Grit. Ja, da ist auch dann der Fehler. Zuverlässigkeit ist ein bisschen zu niedrig. Ist nicht gerade gut. Von daher, ja, heute Nacht wurden wir überholt. So wild, halb so wild. Das sind ja nur Serie 8, 7, 6 und 5, 5er Kisten. Also ja, 4er sogar. Uiuiui. Ich finde auch, da sollten die mal ein bisschen hochschrauben, das wäre gut. Ja, seht ihr, jetzt kann ich die Kiste noch nicht mal aufmachen hier. Keine Ahnung, das Spiel hat hier, deswegen starten wir das mal ganz schnell neu zusammen. Machen wir die Kiste zusammen. Platinkiste nur 10 Stunden 33 statt. Es liegt daran, weil ich in der Liga und da riskierst du halt äh, die Kistenzeit. Wenn du auch, ich glaube sogar, wenn du letzte Saison, wenn du da gewisse Punkte erreicht hast, dann hast du halt einen Bonus hier, Legende, Zeitsparte in Kisten. Sonst gut ist das. 38 mal Hamilton, mal Temper. Fünfmal Hürpel. Und das letzte Teil jetzt. Tracer. Das ist auch so ärgerlich. Du kriegst eine Serie goldene Kiste und dann ist da, ist da ein Level 1er episches Teil drin. Naja, was willst du machen? Ja, Serie 1 ist das doch, glaube ich, oder? Tracer. Sollte doch. Sorry. Level 3. Oder was ist das? Ja, Level 3. Serie 3 Teil. Aus einer Serie 12. Schade.
Sehr, sehr schade. Ja, gerne, gerne. Seid, wie gesagt, wenn ihr da bei Junior anfängt und dann geht es halt hoch, ne, von Junior dann zu Anwärter dann zu Herausforderer und dann am Ende. Und das macht das Spiel einiges leichter, definitiv. Also das ist dann nicht so schwer, nicht so schwer. Woche. Ich weiß nicht, das Stream ist jetzt auch ein bisschen laggy. Ich hoffe, ihr seht trotzdem noch alles gut. Haben wir hier einen gleichwertigen Gegner erwischt in Abu Dhabi und hoffen mal auf ein gutes Rennen. Sollte aber ein Bot sein. So, geben Vollgas. Gehen auf die Vogelperspektive, da sehen wir einiges besser. Verlieren die Führung. Lando Norris hat sich eigentlich gut positioniert. Müsste jetzt hier in der Kurve Plätze gut machen. Platz 10 ist gut. Verstappen verliert da einiges an Positionen, warum auch immer. Ja, Lando Norris hat jetzt auch da. So, jetzt haben wir Safety Car. Safety Car, Wahnsinn. So, und jetzt sowieso nichts ist in der ersten Runde, also beruhigen wir uns erstmal. Kann ich mir hier die Kommentare durchlegen. Moin, sind Tiger, bin gerade in Serie 10 aufgestiegen. Ohne dich wäre ich in Serie 6 stecken geblieben. Ja, danke. Ich hoffe, dass die Videos auch helfen. Ich gebe mein Bestes. Muro, hi. Ja, hi Muro. Wie gesagt, ich hoffe, dass meine Videos helfen und ja, dass wir ein bisschen so die Spielmechanik austricksen können. Manchmal. Jetzt haben wir hier natürlich ein Safety Car, was noch nicht mal funktioniert. Ihr seht selber, Platz 1, 2 und 3 hat schon Safety Car überholt. 4 und 5 jetzt auch. 6 kommt jetzt auch hinterher. Das sollte Hutch auch fixen. Ich hoffe, dass die sich dieses hier auch reinziehen. Wir werden eine Runde länger drin bleiben, also draußen bleiben mit Ring. Und den werden wir dann auf Runde und werden wir dann auf Softs wechseln und werden mal schauen, was das so bringt. Wir werden mal schauen hier auch vorne, was hier abgeht. Ziemlich gemischt, das ganze Feld. So, werden hier noch ein bisschen Gas geben. Jawohl. So. Eieieiei. Ah, sehr gut. Von Lando Norris hat gute Arbeit gemacht. Hier hat nochmal Platz 8 geholt und da, um diese Gaps anzusprechen, warum ich immer Gaps gerne aufmache und wieder schließe. Ihr seht selber jetzt, mit Lando Norris müssen wir den Gap jetzt machen. Ja? Wir haben da Platz 9 hinter uns, der da rumtuckert. Und wir können hier mit Lando Norris jetzt schön bis zu Platz 7 aufschließen. Jetzt in der Runde mit ihm kommen in die Pits und werden ihn natürlich auf Medium wieder rausschicken für die letzten 4 Runden. Ah, Max Verstappen macht ja auch Riesenfehler wieder. Wahnsinn. Manchmal ist das Spiel verhext. Da macht der Fahrer, mir kommt das so vor, als wären die irgendwie betrunken oder so, machen viele Fehler in den Kurven zum Teil. Ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt schon Max Verstappen bringe. Nein, wir fahren noch eine Runde. Wir fahren noch eine Runde mit ihm, um Softies bringen zu können. So, Lando Norris kommt jetzt raus, muss auch vor Max Verstappen leider bleiben. Können ein bisschen Gummi geben mit Lando Norris. Gegner muss noch mit beiden Fahrzeugen pitten, wie wir sehen. Das ist für uns perfekt. Ich hoffe, dass die Reifen reichen für Max Verstappen hier. 5%. Lando Norris sollte keine Probleme haben, bis zum Ende durchzufahren hier auf Medium. Sehr, sehr gut. Hier zieht jetzt an allen Leuten wieder vorbei. Und sogar, jawohl, 7, sehr, sehr gut.
So, wir haben den Rivalen in der Boxengasse überholt. Müssen jetzt wieder mit Lando Norris hier runter vom Gas, weil sonst haben wir kein Gummi mehr. Wir sind in der gleichen Liga, German F1 Team. Ja, Muro, warum kommst du nicht zu uns? Ja, wir rekrutieren im Moment auch Leute. Wir brauchen Leute, die ja, gute Rennen fahren. Von daher, wenn du Interesse hast, zu uns zu kommen oder vielleicht auch jemand anderer, ihr seid herzlich willkommen. Wichtig ist einfach nur konstant Punkte zu fahren bei uns, dass wir dann auch im nächsten Monat, sollten wir dann auch wieder aufsteigen können. Hutch wird uns das nächsten Monat wieder freischalten, so wie es aussieht. Und dann sind wir in der Lage, wieder aufzusteigen. Und das ist unser Ziel. So, Lando Norris hat mit der Boxen, also mit einer 4-4, hat Lando Norris hier exzellente Arbeit geleistet. Max Verstappen leider nicht so mit einer 5-3. Safety Car hat uns das so ein bisschen schwerer gemacht, allerdings trotzdem alles okay. Da kommt noch Platz 15 kommt noch rein, das ist ein Williams. Platz 18, sehr gut. So, die machen wir auch noch und versuchen jetzt hier auch noch den Gegner zu klären. Hier wäre jetzt gut. Innen, nein, Gegner ist auch auf Vollgas. Bleiben beide jetzt hier stecken hinter dem Alpine. Sehr gut, Lando Norris Platz 6. Max Verstappen, so wie es aussieht, Platz 18, Platz 17 eventuell. Aber an sich ein gutes Rennen. War mal was anderes wieder mit Safety Car. Würde ich mir auch mal öfters wünschen. In so Strecken wie Abu Dhabi auch, weil Abu Dhabi ist natürlich auch so eine Strecke, wo man mal leicht einen Unfall bauen kann. Ja. Was ich vermisse, ist die China-Rennstrecke, die war ja letztes Jahr da. Das ist einfach nur geil. In China kann man einfach nur, ist einfach geil, diese langgezogenen Kurven, wenn man da viel Grip hat, dann kann man da gute Plätze machen. Und dieses Jahr haben wir leider den China-Rennstrecke, haben wir leider nicht da. So, wieder eine grüne Kiste. Die machen wir auch zusammen auf. Dann springen wir wieder in das nächste Rennen. Mit mal ein bisschen Livestream und öffnen Kisten und sind auf der Jagd nach Platin oder nach legendären Kisten hier. Aber wir kriegen nur Schrott. Wir kriegen nur Schrott. Oh, ne. Das Event machen wir bei. So, springen nochmal in das nächste Rennen. Hoffen wir auch wieder auf ein gutes Rennen. Hoffen wir mal auf ein gutes Rennen. Komm. Schaden. (1421) wieder weniger Teampunkte wie wir, was sehr schade ist. Ungarn. Ja, probieren wir mal. Ist ja nicht so stark, also können wir mal ein bisschen was ausprobieren hier. Ja, Mario, ich mache sie auf jeden Fall Q2 oder Q3, da sind die Gruppen natürlich nicht so voll. Aha, es wird regnen, so wie es aussieht, also fahren wir doch unsere gewöhnliche Strategie. Fahren eine 4-4 und eine 5-3 und gucken wir mal, wann es regnet. Oh, regnet in 4 Minuten, also abwarten. Gehen auf die Vogel. Mario kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du meine Videos gesehen hast von letzter Woche von dem Grand Prix. Allerdings bin ich dort in Q3 reingesprungen und es war einfacher, definitiv. Wir gucken diese Woche, ob es auch wieder so kann ich das bestätigen. Und wie gesagt, Finalrunde da waren es nur 30 Leute plötzlich in der Finalrunde. So, hier. Was sagst du eigentlich zu meinem Setup? Kann ich so irgendwo rumdümpeln? Ich kenne dein Setup leider nicht. Kannst mich mal, wenn du über Facebook anschreiben. PKMNGO Salvatore. Da kannst du mich gerne anschreiben und kannst mir mal kurz dein Setup posten und
Kannst aber auch hier auf meinem Channel die Videos ansehen, wo ich da die ganzen Setups einblende natürlich. Ah, ja, okay. Ähm, kenn ich selber nicht. Ich habe mal heute mal kurz reingeguckt. Ich habe das Setup aber bis selbst noch gar nicht ausprobiert. Also, wenn du dich wohlfühlst, ist alles wunderbar. Ne? Ja, Muro, warum nicht? Probier es aus. Also ich bin auch immer mittwochs reingesprungen, um das hinter mir zu haben. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass es dann einfach zu krass war. Also da waren Leute dabei, die teilweise wirklich, die fahren 376 Punkte, als wäre das irgendwie ein Serie 1 Rennen. Und das war mir dann zu krass. Deswegen bin ich da lieber die Q3. Macht auch sehr, sehr gut, auf jeden Fall erfolgreicher. Ne? Ja, Mario, probier es aus. Wie gesagt, wenn du dich wohlfühlst mit deinem Setup, es kommt auch immer darauf an, was für eine Strategie man fährt, ob man auf regulär fährt oder ob man auf verteidigen fährt, ob man dann auch mehr pusht oder weniger pusht, so wie ich jetzt. Ihr seht selber, ich fahre immer eigentlich die ersten 3, 4 Runden, selbst sogar 5 Runden, ja. Versuch Gaps aufzumachen, versuch auch den Gap dann so gut wie möglich zu schließen, so wie jetzt. Ihr seht selber, Max Verstappen zieht jetzt an all den Leuten vorbei, die da in die Pits gekommen sind. Und jetzt müssen wir auch den Gap zumachen vor uns hier, Position 8 der McLaren. Und das ist gar nicht so leicht, den Gap jetzt hier zu schließen, weil wir haben halt auch kaum noch Gummi. So, natürlich, wenn man dann in den Grand Prix fährt und dann die Gaps öffnet, dann fällt es manchmal auch leichter, ja, damit man auch Platz hat. Ne? Ihr seht selber jetzt hier mit Lando Norris zum Beispiel, sind wir jetzt hier ein bisschen am Stecken bleiben. 3 Leute vor uns, die uns hier behindern. Davon müssen aber auch wieder hier 3 Leute rein. Also jetzt gehen wir hier dran vorbei, wie wir sehen, mit Lando Norris. Ziehen jetzt hier an all die Leute vorbei, überholen sogar noch als Start und Ziel Platz 14. Und eben viel, viel leichter, ja, indem wir hier Gaps öffnen und wieder schließen. Ja. Können jetzt hier, jawohl, Platz 10 geklärt, Platz 12 sollte man jetzt auch klären. Wir können mit beiden Fahrern bis zum Ende durchballern. Max Verstappen hier super Arbeit. Lando Norris enttäuscht mich ein bisschen. Kriegt hier den Alpha nicht geklärt vor sich. Wer ist das hier? Valtteri Bottas auf Hard. Ja, Mario, das Finale ist nicht leicht in allen Serien, definitiv. Ähm, Eigentlich geht man ins Grand Prix rein mit Max Power, also Max Leistung, weil im Grand Prix, ich sehe das immer so, also Serie 12 Grand Prix, also Champions, ist im Endeffekt Serie 14. Ja, haben wir natürlich nicht, also können wir dort keine Testfahrten abschließen, aber in Serie 9 Grand Prix, also Anwärter oder Herausforderer, weiß ich jetzt gar nicht, Anwärter glaube ich, das wäre dann Serie 11, weil es ist trotzdem, es ist ja nicht so leicht wie Serie 9. Ich fahre in Serie 9 hier Platz 1 und Platz 2 in der Quali, aber wenn so, ihr seht jetzt selber hier, Max Verstappen macht hier Position sehr, sehr schön. Ja, hier nochmal, Platz 6 macht er jetzt auch in Ungarn. Wahnsinn, Wahnsinn. Perfekt, sehr, sehr gutes Rennen. Bin sehr, sehr zufrieden. Platz 6 und Platz 11. Hätte man besser machen können, aber alles wunderbar. Alles wunderbar, sind 33 Punkte. Ja, und Mario, wenn du siehst, dass du doch schon, also mit dem Setup, was du gepostet hast, glaube ich nicht, dass du in trotzdem noch in der Herausforderer fahren, weil Anwärter ist dieses Jahr so stark, dass wir wirklich auch diese 5 Items brauchen. Ja? Wir brauchen diese 5 Items und zwar True Grit, Vindicator, Frontflügel, Hydra und dann brauchen wir Leviathan. Dann kannst du mit dem Getriebe spielen. Dann kannst du Whirlpool nehmen, dann kannst du Spirit nehmen. Jetzt in meinem Fall können wir auch Mirage nehmen, weil Mirage habe ich jetzt auf 6 uppen können. Gucken wir uns auch nochmal an. Ja. Der Gegner fährt hier mit Claw und mit Whirlpool. Nicht unbedingt empfehlenswert, Leute, bin ich ehrlich, weil die Zuverlässigkeit, ihr seht selber, das ist einfach, da ist ein hoher Gap zwischen Zuverlässigkeit und Leistung. Ja, das sind 80 Punkte Unterschied. Das ist viel zu viel. Ja, also versuch das alles in Gleichgewicht zu kriegen. Wenn du Anwärter fahren möchtest oder auch Champions, dann brauchst du definitiv diese 5 besten Teile. Bei mir ist Bottas einfach eine Macht. Er sämtliche Verstappen und Hamilton von Serie 12, die gekauft wurden und das gerade mal auf Stufe 2. Ja, wenn du mit ihm zufrieden bist, hat auch seine eigene Strategie. Ja, er hat auch seinen eigenen Rhythmus in dem Spiel und wenn du dann halt deine Strategie
machst und du Bottas gut findest, ey, warum nicht? Fahr mit den Fahrern, mit denen du zurechtkommst. Ich komme mit Hamilton zum Beispiel, komme ich absolut nicht klar. Ja, der ist bei mir auf Stufe 5 und der macht so viele Fehler, was ich habe zu ihm. Ne? Ja, danke schön, Ibo. Du hast super Equipment, du hast ein gutes Setup. Ich drücke dir auf jeden Fall auch die Daumen, dass du ein Champion, ja, dass du viele Punkte erreichst. Über 250 Punkte sollten wir dort schaffen, um dann halt auch eine gute Kiste zu kriegen. Wie gesagt, wenn du in Q3 reinspringst, ich hoffe für jeden, der ins Finale kommt, dass Gruppen nicht ausgelastet sind mit 100 Leuten, sondern dass da wirklich immer nur so 30, 40, 50 Leute drin sind, sodass man, oh, da haben wir einen Gegner, 16, 36, so, jetzt, das wird spannend. Ich hoffe, er ist da. Das ist ein Live-Match, ich hoffe. Auch noch Imola, einer meiner Lieblingsstrecken, also der wird keine Chance haben. Der wird keine Chance haben, derjenige. Ich hoffe, dass der da ist und dass wir hier dieses Match. Das wird ein gutes Rennen. Wie gesagt, 16:36. Ja, der hat knapp 100 Punkte mehr wie wir. Ich gebe deinen Link auch jeden in deinem. Dankeschön, Dankeschön. So, Imola, wie gesagt, Leute, Gegner ist mega stark. Wir werden hier mit kleinen Boosts rausfahren, um den Gegner auch ein bisschen zu erschrecken, sagen wir mal so. Gehen hier mit ewiges Feuer raus. Ah, es hängt bei mir, es hängt bei mir. So, jetzt mal. Jawohl. So, bin jetzt 4-mal Anwärter gefahren, traue mich Champion zu fahren, gar nicht. Ja, Muro, ist hart. Champion ist hart. Also ich habe angefangen mit Champion vor ein paar Wochen, vor einem Monat oder so. Da wo ich mich jetzt auch langsam wohlfühle, aber man braucht definitiv 1500 Punkte. Teampunkte bei mir jetzt, ich lebe hier in Mexiko, ich habe eine ganz andere Gruppenauswahl, so wie ihr. Bei euch ist das vielleicht ein bisschen, da würde ich aber trotzdem mindestens 1200, 1250 empfehlen. Ja, alles, was da drunter ist, würde ich gar nicht erst in die Champions reinspringen. So, geben jetzt hier Gas mit Lando. Jetzt auch nach dieser Runde reinfahren mit ihm eine 2-3-3 hier in Imola und versuchen hier einen Undercut zu machen auf unseren Gegner natürlich. Und ai, da hatten wir Platz 10. So, jetzt Platz 9 müssen wir auch klären, müssen wir klären. Der ist nämlich auf hart, genau. Carlos Sainz haben wir geklärt. Gutes Setup ist nicht wichtig. Perfekte Balance und Zuverlässigkeit ist wichtiger. Von dir gelernt. Moment bitte. Ja, hast du recht. Definitiv. Die Zuverlässigkeit ist halt auch mega wichtig. Es wird irgendwann, denke ich mal, wenn wir hier noch weiter in der Königsklasse spielen, denke ich mal, wenn wir dann die Rennen haben gegen die ganz, ganz Starken, dann wird es ganz, ganz interessant mit der Zuverlässigkeit. Weil wenn du dann mal crashst, dann ist vorbei. So, und du willst natürlich nicht crashen, weil ein Crash bringt dir 0 Punkte. So, und das ist natürlich tödlich für jeden Grand Prix oder für jede Fahrt. Ja? Von daher ist das immer wichtig, auf die Zuverlässigkeit zu achten, dass die auch immer auf einem gesunden Nenner springt mit der Leistung und natürlich auch mit Grip und Aerodynamik. Aero und Grip ist immer von Strecke zu Strecke. So, wir überholen jetzt hier. Ich muss mal wieder zurückgehen in das Rennen, weil sonst vergesse ich dann in manchen Momenten Gas zu geben. So, jetzt hier geben wir auch Gas mit Lando Norris. So, sieht gut aus. Den Undercut haben wir leider nicht so richtig geschafft, wie wir es wollten. Allerdings sollten wir es trotzdem klären, weil Gegner ist auf hart. Der verliert da auch jede Menge an Zeit. Wird jetzt in der Boxengasse hoffentlich ein bisschen gestört. Was geben mit Max? Warum relaxst du in Mexiko? Ich lebe hier. Ich bin vor einigen Jahren bin ich abgehauen aus Deutschland. Vor ungefähr 6 Jahren und jetzt lebe ich in Mexiko. Habe vorher in Asien gelebt, lange Zeit. So, jetzt hier wunderschön von Lando Norris hier, Platz 9. Gegner ist sogar noch weiter draußen auf sein Hard, also fährt eine 5-3. Ja, das ist sehr interessant. Werde ich mir auch mal hier genau angucken jetzt. Auch aus Gummi ablaufen. Hier kommt jetzt mit Lando Norris zusammen rein. Hat jetzt auch kein Gummi mehr für die letzte Ecke. Das kostet ihn jede Menge Sekunden.
hat natürlich einiges aufgehalten hier jetzt. Das war nicht so gut. Ziehen jetzt hier mit Max Verstappen an ihm vorbei natürlich, aber Lando Norris hängt da hinten. Kommt wieder auf hart, der Gegner. Gegner Platz 3, also Lando Norris muss jetzt auch wieder in die Box. Ich hoffe doch, dass wir doch dieses Rennen doch noch gewinnen. Komm, Platz 14 muss geklärt werden hier. Verstappen muss Platz 14 machen. Ah, da hatte er ihn kurz und jetzt aber. Sehr gut. Gibt noch weiter Vollgas. Die Runde bleiben wir auf Gas. Da müssen auch einige rein. Gegner kommt jetzt wieder raus. Wir hängen jetzt an seinem Po, so wie es aussieht. Lando Norris muss runter. Wir müssen runter mit Lando Norris. Das ist unglaublich. Die Jungs vor mir, die haben Medium und müssten noch in der Lage sein, die jetzt zu überholen hier. Unglaubliches Rennen. Da muss ich mich auch noch konzentrieren hier. Gegner macht sogar noch Platz 12. Wir müssen auch Platz 12 machen hier mit Max Verstappen. Kommen noch ein paar Leute rein, die werden wir aber auch noch klären. Das ist das Problem hier mit dem Boost hier. Selbstkontrolle, der Boost ist einfach zu schwach. Ja. Jetzt müssen wir auch wieder runter. Jetzt müssen wir runter. Wir können da. Gegner hat uns geschlagen hier. Gegner hat uns geschlagen. Überholt uns jetzt sogar noch, auch noch mit seinem Daniel Ricciardo hier, so wie es aussieht. Ja, und macht sogar noch Platz 8. Wahnsinn. Haben leider dieses Rennen verloren. Natürlich Gegner mega stark hier mit über 1600 Punkten. Gucken wir uns jetzt auch mal das Setup an. Strategie nicht gerade die beste. Garten sei Dank, Leben am Limit. Nein. Also ich sag euch eins, Lebensbedingungen sind besser wie in Europa und Arbeit und Kriminalität ist eigentlich wesentlich ruhiger wie in Europa auch. Also ja, viel rumgereist, wie gesagt, habe mir auch Europa angeguckt die letzten 6 Jahre. Bin ja in Deutschland aufgewachsen und ja Leute, alles was wir so gesehen in den Schulen und überall kennengelernt haben, also was uns Leute so gesehen erzählt haben die letzten Jahre in Europa, das stimmt eigentlich gar nicht, was draußen abgeht. Draußen ist es mehr entspannter. Es ist ein anderes Leben, die Zeit tickt hier anders und die Leute ticken hier auch anders. Viel entspannter. Das beste Setup wäre ca. 1700. Habe alles auf Level 7 und jetzt kein Witz, habe im Moment gebastelt und ein Setup mit Norris und Ricky, habe heute diese Elite aufgemischt mit diesem Setup, gerade vor ein paar Minuten 1715 geschlagen. Ja, das ist mit dem, also wenn du 1700 Punkte hast, Ibo, und alles auf 7, dann solltest du eigentlich definitiv. Also dein Quali ist ja schon Top 10, also kannst du dich ja schon im Rennen müsstest du dann Platz 5 und Platz 6 fahren. Mit den richtigen Boosts sogar Platz 1 und Platz 2 installieren, weil ich habe das selber noch nicht zum Ausprobieren. Aber ja, es sollte ohne Probleme eigentlich, solltest du in Champions sehr, sehr gute Platzierungen mit nach Hause fahren. Ja, deshalb, ich würde mir wünschen, dass ich alles auf 7 habe. Ja, jetzt haben wir wieder 1450 bekommen. Ihr seht selber, Matchmaking ist so ein bisschen, hat da eventuell was geändert. Das ist eigentlich schon seit Montag bei mir, dass ich jetzt in den letzten 50 Rennen so ungefähr, Matchmaking ist sehr, sehr komisch. Aber ja, mir gefällt es, mir ist es okay, mir macht es, um einfach mal zu sehen, was können die anderen. Ja, von daher alles entspannt. So, Austin fahren wir. So, ich denke mal, das ist auch das letzte Rennen für heute von meiner Seite aus. Ibo, drückt dir auf jeden Fall die Daumen und ja, lass uns hoffen. Lass uns auf ein erfolgreiches Wochenende hoffen, ja? Dass wir eine schöne Kiste mit nach Hause bringen, dass wir wieder eventuell einen Teil upgraden können. Ja? Gefällt dir, Ibo? Ja, mir auch. Wie gesagt, also ich finde es gut. Plus, minus 150 Punkte. Hier, die schreiben auch, dass Hutch sich halt sonst wohin, ne, schießen soll und so. Also
Ach, wir müssen einfach mal alle entspannen. Ja, es ist ein Game und Hutch ist selber noch sehr, sehr viel am Ausprobieren und am Machen und am Tun. Von daher auch alles aus. So, jetzt hier, Lando Norris hat natürlich einen exzellenten Start hinbekommen. Versuchen eventuell sogar noch Platz 7 zu klären, aber da gehen wir jetzt mal hier auf regulär kurz für die Kurve, haben hinter uns jemanden auf Soft, deswegen den wollen wir natürlich nicht durchlassen, aber den werden wir jetzt blockieren. Hier mit Max Verstappen versuchen nach innen zu ziehen. Nein, der Gegner hat aber Position abgeben müssen an den Aston Martin. Kommt mit Lando Norris hier rein. Fahre sehr oft eine 2-3-3, so wie ihr auch seht. Seht ihr ja auch an meinen Videos. Bin auch deiner Meinung, in Deutschland wird viel Scheiße erzählt. Ja, da, so wie du sagst, in Deutschland wird viel Scheiße erzählt. Ja, ja, das ist wirklich so. In den Schulen damals schon, allein nur so ein kleines Beispiel, über Tiere zum Beispiel, ja, über Haie und über Krokodile wird uns erzählt in den Schulen, dass die saugefährlich sind und dass wir uns bloß nicht an denen annähern sollen. Ich bin Apnoe-Taucher hier in Mexiko und ähm, ich war vorgestern mit meiner Frau in einer Cenote und da lebt ein Krokodil, nicht nur einer, da leben mehrere Krokodile und wir schwimmen da mit den Krokodilen und es passiert einfach gar nichts. Auch über Kriminalität und all über sowas gesprochen wird. Will das gar nicht vertiefen, um Gottes Willen. Wir reden ja, das ist ja hier F1, Formel 1, klar, aber wir können gerne über sowas quatschen und mal kurz. Und es wird viel erzählt und das stimmt einfach gar nicht. Die Leute leben viel in Angst in Deutschland, erst recht in Deutschland, auch mit dieser ganzen Covid-Sache, die die letzten 2 Jahre abging. Wir haben hier gar nichts. Erkrankungen sind normal, wenn mal einer Schnupfen hat oder sonstiges, das war völlig normal die letzten einer eine laufende Nase hat, dann kriegt jeder direkt Panik und man hat direkt Covid. Also das ist ja auch Blödsinn. Also von daher, naja, was will man machen? So ist das Leben. Deshalb lebe ich nicht mehr in Europa. Ist einer der Gründe wegen diesem ganzen Gelaber. Und ich mache eigentlich so mein Ding und mich interessiert das gar nicht, was draußen abgeht. Hab fast vergessen hier zu pitten. So, kommen wir nochmal ganz schnell rein hier. Das war aber knapp. So, Lando Norris jetzt, komm, hoffen wir, dass er noch Platz 8 macht. Ja, wunderschön, schön nach innen gezogen. Habt ihr das gesehen? Einfach geil. So, kommen jetzt auch mal in den letzten 3 Runden auch wieder auf Soft raus. Haben jetzt hier nochmal ein Gap vor uns, hier der McLaren vor uns, den werden wir auch nochmal schließen, den Gap. Und jetzt hier runter vom Gas. Max Verstappen kann noch ein bisschen auf Gas bleiben. Eine Frage, ich muss jetzt erst am Freitag Quali auswählen und bezahlen. Ja, Ibo, genau. Am Freitag springst du rein, ganz normal, ohne Stress. Und dann läuft das so ab, als würdest du Mittwoch oder Donnerstag reinspringen, aber halt nur Freitag. Viel, viel besser, viel, viel besser. Lass mich auf jeden Fall wissen, Ibo, ne? Lass mich wissen, wie dann dein Quali ist in Q3, dann am Freitag und natürlich wie dann auch dein Samstag Qualifikation ist und dann ein Finale. Dann der Max Verstappen hat hier nicht unbedingt beste Arbeit geleistet auf Medium, kommt nicht so richtig klar. Mache bis Freitag einfach nichts, Fragezeichen. Ja, du machst Serie 12 Rennen. Farms Kisten, richtig? Willst ja dein Equipment auf 8 haben, oder? Ich mache jetzt auch bis Freitag, fahre ich noch Serie 12, versuche noch ein paar legendäre Kisten aufzumachen, so dass wir am Freitag eventuell dann die legendären und die Platinkisten öffnen können. Das wäre wunderschön. Lando Norris macht jetzt bei Start und Ziel noch hier Platz 12, Wahnsinn. Gegner kommt jetzt rein in der letzten Runde, das ist nie gut. Jawohl, Max Verstappen schön nach innen gezogen, Platz 16 gemacht, ja. Freitag einfach nichts, genau. Ja. Logo Clash Legende, ja. Danke, dass du mich Legende nennst übrigens. Ja, ist meine 4. Saison. Hab schon einiges hier. Da kommt jetzt noch Sergio Perez in der letzten Runde rein. Da kommt noch einer rein. Sehr, sehr gut. Den klären wir auch noch. Müssen auch nach der Runde. Ne, Lando Norris hat noch genug Sprit. Das ist auch geil. Ich hoffe ja, dass ich Charles Leclerc auf 6 kriege die Woche auch. Das wäre auch geil. Gegner kommt mit beiden Fahrern in der letzten Runde. Also, naja. Für uns ein leichter Sieg. Was man hier auch fahren kann in Austin ist eine 3-5. Fährt man die ersten 3 Runden auf Softs und dann kommt man auf Hard. Wenn möglich, wenn man Charles Leclerc natürlich auf 6 oder auf 7 hat, kann man sogar auf Medium rausfahren. Und dann kann man sogar mit Charles eine 4 fahren, hier mit Softs.
Norris macht sogar noch Platz 9. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, danke schön, Ivo. Danke. Schön zu hören. Schön zu hören. Ich habe hier manchmal ein paar Meinungsverschiedenheiten mit manchen Spielern. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf Facebook. Ich will jetzt keine Namen nennen hier, aber da ist auch einer, der meint, alles besser wissen zu können und der hat aber keine Beweise. Und ihr seht selber auf meinem Channel, wenn ich etwas sage, habe ich Beweise dafür. Ich habe dann von dem Support irgendwelche Nachrichten oder auch Ingame, ja, wo als Bot benutzt. Da habe ich auch ein Video von mit Beweisen von meinem Club. Ja, ich spiele erst diese Saison, letzte Saison nur 2 Wochen am Schluss. Ja, genau. Ja, diese Saison ist wirklich sehr, sehr schwer. Das Spiel hat einen Schub bekommen. Das Spiel gibt es ja jetzt schon seit 4 Jahren. Ich bin von Anfang an dabei und die ersten Jahre, also das erste Jahr war gar nichts. Also da war einfach nichts. Würdest du Belgien Spa nehmen? Ja, der erste Fahrer, der erste, der sich nach vorne qualifiziert, geht auf Softs raus, fährt eine 2-2-2 mit Softs. Der zweite Fahrer kommt auf Medium raus zweimal, so gesehen eine 3-3 auf Medium. Ja, so fahre ich Belgien. Wir fahren noch ein Rennen. Vielleicht das Video von letzter Woche, da starte ich den Grand Prix mit Belgien. Da kannst du sehen die Strategie und die Taktik. Ne? Crow Cop. Ohne deine Tipps wäre ich nirgends. Ja, Ivo, mit Zeit. Alles mit Zeit. Ne? Ja, Garten, sei Dank, wirklich. Also manche Spieler investieren einfach viel Geld rein. Das sehe ich bei sehr vielen Spielern. Die ballern da 500, 600 Euro rein die erste Woche, weil da sind die Kisten ja dann sehr günstig. Wir hatten ja da so ein Haas-Event, da kosten ja legendäre Kisten 1375 bis 1575 Bucks. Die laden dann 500 Euro auf, holen sich dann 70, 80, 90 legendäre Kisten, ach sogar mehr. Die holen sich dann über 200 Kisten, weil dann kostet ja eine Kiste nur 2 Euro. Also holen die 250 legendäre Kisten. Und, ja, was soll ich dir dazu sagen? Die haben dann keinen blassen Schimmer von Strategie, benutzen dann auch viel Power. Frontflügel, 230 Power oder so, null Zuverlässigkeit, 130er Ego und wundern sich dann, dass die noch verlieren. Also das ist schon krass. Ja, ich spiele seit 4 Jahren. Ich bin seit der ersten Saison dabei. Das ist jetzt meine 4. Saison hier. Ich habe jetzt mir den Gegner gar nicht hier angeguckt gehabt, kommen aber sehr, sehr gut weg hier. Sehr, sehr schön. Lando Norris auf Platz 11 schon. Und dicht hinter ihm unser Max Verstappen auf Medium. Super geil. Gehen jetzt mal runter mit beiden Fahrern und versuchen hier entspannt einen Gap aufzumachen. Wir haben hier vor uns einen Hart. Den müssen wir noch überholen, sonst hält er uns Gap aufzumachen. So, geben ihm jetzt die Teamorder hier. Hier ist DRS-Zone. Hier müssen wir Gas geben und ihn machen. Super geil. Also Lando Norris, ich bin positiv überrascht über Lando Norris. Der ist einfach nur top. Macht sogar noch Platz. Danach gehen wir runter. Was ist denn der Platz 8 hier? Ist wieder auf hart. Den machen wir jetzt gleich bei Start und Ziel. Alles entspannt. Ich kaufe einfach 10er Kiste pro Event. Ja, das ist auch gut. Ich warte auf ein gutes Angebot jetzt, aber das kann man vergessen. Nach McLaren wird jetzt Mercedes und Ferrari und die sind dann auch nochmal teuer, die Kisten. Also werde ich noch... Oh, da Fehler von Max Verstappen. Der ist da irgendwo hängen geblieben und wurde sofort überholt von beiden. Machen wir jetzt aber wieder gut. Lando Norris springt sogar auf Platz 8. Wahnsinn. Wie gesagt, ich warte auf... am 26. ist ja die Sommerpause zu Ende, dann geht ja das nächste Rennen hier los. Also jetzt hier im Real Life, ne, da fängt die Formel 1 wieder an nach der Sommerpause. Und ich denke mal, da wird es dann wieder eventuell gute Kisten geben. Also günstig, eventuell wieder zuschauen. So, Lando Norris jetzt hier, Platz 8. Hat jetzt vor sich wieder einen auf hart, Carlos Sainz. Machen hier den Gap auf jeden Fall zu. Überholen schaffen wir leider nicht, ist auch halb so wild. Mit Max Verstappen müssen wir unseren Gegner hier hinter uns lassen. So, jetzt gehen wir auf regulär, fahren in die Boxengasse. Schön entspannt. Max Verstappen kann jetzt hier Gas geben.
kommt nach der Runde rein auf Softs. Sehr schön, zieht nach innen. Perfekt, einfach perfekt. Ich mag das, also das Setup, womit wir jetzt hier fahren, Ibo, mit Mirage. Du müsstest dann Mirage vielleicht schon auf 7 oder auch auf 8 haben. Das ist ja auch mega geil. Und ja, mit höheren Grip kannst du halt bei so Rennstrecken hier in der Kurve halt besser attackieren, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. So, jetzt kommt Lando Norris hier, Garten sei Dank, schreibt, ich müsste jetzt die und bin heute in Serie 10 aufgestiegen. Okay, ich bin süchtig, aber wie kann man bis Serie 12 kommen und nach 4 Jahren noch immer nicht alles haben? Jede Saison fängt immer neu an, Garten sei Dank, ja. Du spielst jede Saison neu. Das heißt, nächste Saison weg. Das Einzige, was du erreichen kannst, sind die CC-Punkte. Das heißt, wir werden dann, ich denke mal, das dauert noch so um die 2, 3, 4 Monate. Dann müssen wir so gesehen manche Ziele erreichen von Hutch. Die sagen dann zu uns, letztes Jahr war es zum Beispiel 2500 Rennen, dann du musst eine Legende sein in der Liga, du musst im Grand Prix, mindestens musstest du dann im Grand Prix auch eine gewisse Punktzahl erreicht haben, also Top 3 oder Top 5 oder sowas war das. Und dadurch kriegst du dann halt diese ganzen CC-Punkte. Und mit diesen CC-Punkten kannst du dann, kannst du dir dann halt Fahrer kaufen, Setup-Teile etc. pp. Ja. So, ihr seht, diesmal sind wir mit Max Verstappen auch wieder. Und das war nicht gut. Ja, da wäre es besser gewesen, wenn wir einen Undercut gemacht hätten. Da wären wir auch wieder mit beiden Fahrern auf Softs rauskommen. Und dann kommt der eine auf 3, 5 fährt der und der eine fährt dann eine 4-4, ja, in dem Fall. Allerdings hat der Gegner auch vergessen zu reparieren hier mit seinem Max Verstappen. Also das ist auch wieder leicht überholt, leichter Sieg. Dankeschön, das war's. Ne? So, Ferrari 10er Kiste, 8.100 Bucks, habe Video gesehen vom letzten Jahr. Ja, deswegen. Ist ja klar, wenn du da Red Bull ist dann auch so teuer, weil wenn du dann mal Max Verstappen da rauskriegst, die haben ja dann auch so 34% Chance aus der Kiste. Das ist zu teuer. Das muss nicht sein. Ne? Man sieht selber, ich habe diese Kisten nicht gekauft und ich habe meinen Max Verstappen auf. Ich habe eigentlich alle epischen auf 5, indem man einfach nur schön die ganzen Kisten aufmacht. Ja? Indem man, ich habe jetzt auch 1200 Bucks letzte Woche aufgeladen, habe jetzt runtergespielt bis zu 300. Und ich mache immer die grünen Kisten auf und die goldenen und farm dann immer Platin und Legendär und schmeiß die dann über die Nacht rein und dann ist 20 Bucks kosten. Und das ist doch viel, viel entspannter. Also 300 Bucks kriegt man dann eine Platinkiste und eventuell nur 2 Platinkisten, ist aber trotzdem sehr, sehr gut. Ja? Anstatt da für eine Ferrari legendäre Kiste 8100. Für 10 Kisten, das wären 800 Bucks pro Kiste. Da reden wir hier von circa, das sind ja über 5 Euro pro Kiste. Das ist. Und dann gehe ich auf jeden Fall offline. Allen fürs Zusehen. Danke für den Support, Leute, die letzten Monate. Macht auf jeden Fall Spaß, hier ein paar Rennen mit euch zu fahren und auch eure Meinung darüber zu wissen. Ne? Wie farmst du Platin und legendäre Kisten? Garten vor ein paar Tagen, vor 4, 5 Tagen. Das heißt, legendäre Platin-Goldkisten farmen. Wie gesagt, immer einen Slot frei lassen und immer fahren. Immer fahren. Sobald du eine grüne reinkriegst, aufmachen. Sobald du eine goldene reinkriegst und du siehst, was jetzt, dann machst du dann machst du die goldene Kiste auch auf und farmst dann so lange, bis wann eine Platin-Kiste reinkommt oder eine legendäre. Es gibt gewisse Leute, die erzählen, die irgendwie in einem Tag 4 legendäre Kisten gefarmt haben. Leute, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe vorgestern 40 oder 50 Rennen gemacht, nur vorgestern, und da war eine Platinkiste dabei. Gestern dann nochmal eine Platinkiste bekommen. Das war dann irgendwie auch wieder nach wieder 50 Rennen oder so. Und das ist einfach. Genau wie ich, jeden Tag 500 Bucks für Kisten. Ja, 500 Bucks für Kisten ist schon einiges, wenn man die runterballert. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also so 200, das wären so 30 Rennen, ne? Eine grüne Kiste. Wenn man 10 aufmacht, sind es 80. Ja? Wenn man 30 Rennen, also wenn man 30 grüne Kisten farmt, dann sind es natürlich dann
240 Bucks, die dann flöten gehen, plus dann eventuell nochmal eine Goldkiste oder so, sagen wir mal 300. Dann muss man aber auch schon 300, sorry, 300. So, hier gut weggekommen mit Lando Norris, Platz 8. Max Verstappen tut mich ein bisschen enttäuschen hier auf seinen Harten, aber ist alles wunderbar. So, versuchen jetzt hier Platz 7 zu klären, das wäre gut. Lando Norris kommt auch gleich schon rein, fahren hier auch eine 2-3-3. Verlieren da 2 Plätze. Oi, 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 oi. Wahnsinn. Machen wir einen wieder gut, gehen jetzt auf regulär. Wie gesagt, Gott sei Dank, guckt ihr die Videos an, guckt ihr mal meinen Channel an. Ich habe da einige Videos, was ich da auch mache hier, weil das, was wir hier jetzt in dem Livestream machen, das ist eigentlich so meine Routine. Das mache ich eigentlich jeden Tag. Fahre immer so ein paar Rennen, 30 Rennen am Tag wäre natürlich geil und mache dann immer die ganzen Müllkisten, die ganzen grünen Kisten auf. Wir wollen ja auch den Güterhandel bald. Das ist ja 2 legendäre pro 24 Stunden ist so normal bei mir. Ja, Ivo, das ist krass. Also bei mir keine Chance. Ich habe diese Woche, ich weiß nicht, woran das liegt, ist das Pech? Oder was macht denn Max Verstappen da jetzt? Hat er ein erst Motto so, ja, hier. Ne? Bye bye, bye Ivo. Kann hier ein bisschen Gas geben jetzt. Max Verstappen tut mich, wie gesagt, schon ein bisschen enttäuschen. Werden ihn auch nach den 4 Runden hier, werden ihn auf hart rausbringen und werden dann komplett pushen. Manchmal wollen die Fahrer nicht so auf Medium. Hier nochmal auf regulär für die Kurve und danach, wie gesagt, springen wir auf hart. Ja, unglaublich hier. Ihr seht selber, ich lasse jetzt auch Lando Norris passieren. Der macht da einfach, ja, fährt einfach ein bisschen bekloppt darum. Gefällt mir nicht so doll. Hält Lando ab und das geht nicht. Lando Norris muss nämlich hier Gas geben. Muss jetzt hier die ganzen Leute überholen, die jetzt auch in die Box kommen. So, Max Verstappen kommt in die Box und kann jetzt auch Gas geben für 4 Runden durch. Lando Norris kommt danach. Wechseln wir wieder auf Softs und kommt dann für die letzten 3 Runden. Ah, haben wir sogar noch Platz 7 gemacht. Ey, super. Diese Woche. Bin auch gespannt, was wir dann mit ihm im Grand Prix fahren. Bei mir waren jetzt einen Monat circa 3 oder 4 legendäre Kisten dabei. Aber dafür schwimme ich in Gold. Das macht mich auch schon glücklich. Ja, Gold ist, sollte keiner Probleme haben. Deswegen manchmal, wenn da in Facebook manchmal die Leute schreiben, dass die kein Geld haben, um halt irgendwie in Serie 10 oder sowas da mitzumachen. Das ist einfach, weil die dann zu schnell nach oben gekommen sind. Es bringt nichts, Serie 2 und Serie 3 mit 700 oder mit 800 Teampunkten zu fahren. Das bringt nichts. Ja, da sollte man dann schon bitte auch in deren Kategorie reinspringen und ja, abwarten, bis wann man dann auch so weit ist, um auch dann in Serie 11 oder in Serie 12 zu fahren, weil da ist es halt natürlich teuer. Ja. Aber Goldprobleme sollte eigentlich keiner haben. Nein. Ab einem gewissen Punkt dann nein. So, das ist hier sehr, sehr creepy hier, was hier gerade abgeht. Wir machen hier kaum Plätze. Gegner muss auch gar nicht mehr in die Pits, so wie es aussieht. Hält hier die ganzen harten, die auf harten Reifen hier draußen sind, die machen hier einen Stau. Das ist unglaublich. Und wird für uns natürlich jetzt auch schwer, dieses Rennen zu gewinnen. Was sehr, sehr komisch ist. Aha, jetzt kommt Max Verstappen und macht da auch noch ein Plätzchen. Der ist auch auf Full Boost hier. Der ist er nicht. Nur ein Fahrer ist auf Voll Blast hier. Müssten mit Lando Norris eigentlich jetzt beide Fahrer langsam überholen. Also, was soll das denn? Norris Gegner hat einen Defekt. Da seht ihr es, seht ihr. Deswegen sage ich immer einfach Ruhe bewahren und einfach abwarten. Der Gegner macht schon den Fehler. Das ist unglaublich. Lando Norris, wir haben ihn so gelobt. Und jetzt ist er noch nicht mal in der Lage, den Gegner hier auf harten Reifen zu überholen. Und Verstappen macht auch den Aston Martin. Sehr, sehr schön. Geht mal hier auf regulär. Der Gegner, der überholt uns oder was? Auf hart? Nee. Okay, alles gut. Alles wunderbar. Nee, ich meine Goldkisten, aber dank deiner Taktik habe ich jetzt 100 Millionen und Setup aus, genau. Einfach alles hoch. Ich mache alles hoch. Am Ende hast du sowieso irgendwann mal alles auf Max und das ist wichtig, dass wir alles auf Max haben. So, Rennen gewonnen, alles wunderbar.
Und ja, Goldkisten, ja, ohne Ende. Also die Woche ist ganz extrem. Ich habe, glaube ich, schon um die 15 Goldkisten oder so aufgemacht. Und habe jetzt noch eine da im Speicher, wie ihr gesehen habt. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Und diese Goldkisten, ja, immer rein und sobald die dann 10 Bucks brauchen, mache ich die auf. Und ja. Ja, das war's. Rennen machen wir keine mehr. Ich hoffe, hier, komm, jetzt haben wir gerade noch drüber gesprochen, Garten sei Dank, ja? Hier, Goldkiste, da ist sie. Unglaublich. Unglaublich. Und deswegen machen wir jetzt auch wieder eine auf, weil wir fahren ja gleich noch ein paar Rennen. Und ja, 16 Bucks, ist egal. Schmeißen wir rein, halb so wild. Und hoffen auf ein gutes Teil hier. Aha, Strongbox können wir jetzt auch bald auf 10 machen. Viermal Carlos Sainz. Warum Carlos Sainz? Warum nicht Charles Leclerc? Und fünfmal. Schade, 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 schade. Nichts Brauchbares. Ja, die Bugs, die sollte man auch eigentlich immer behalten für gute Dinge. Aber auch das Gold wirst du sehen, ab einem gewissen Punkt. Du siehst ja jetzt bei mir meinen Goldstand. Einfach alles appen. Also bei mir, wenn ich jetzt alles auf Max machen könnte, dann hätte ich ja genug Gold übrig. Also von daher passt das. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Danke fürs Einschalten an euch alle. Danke für den Support und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Leute, morgen denke ich mal, werde ich mal ein Video hochladen und da sehen wir uns wieder. Also Leute, bleibt gesund.